Valentinstag steht vor der Tür und wenn ihr kein gekauftes Geschenk, sondern etwas echt selber gemachtes wollt, dann seid ihr heute genau richtig. Ich zeige euch jetzt, wie ihr aus einem simplen Holzklotz, in diesem Fall ist es ein Eichenholzklotz, ein Herz aussägen könnt und das Ganze nur mit der Bandsäge und mit einer bestimmten Schnitttechnik. Also bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Jetzt kommt er schon wieder mit so einer Schnitttechnik an der Bandsäge. Aber Leute, es ist Valentinstag und ich möchte was selber gemachtes einfach verschenken, weil es tausendmal schöner ist. Und deshalb gibt es heute ein Video, wo wir aus einem Holzklotz ein Herz aussägen wollen. Aber jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wen das von euch da draußen schon irgendwie bekannt vorkommt, ja logisch, die Leute, die Videos schauen, ich habe ja schon so einige Schnitttechniken an der Bandsäge euch gezeigt. Da kann man tolle Formen, tolle Lampen bauen. Letztens haben wir vor Weihnachten noch so einen Hirsch hier ausgesägt. Der ist auch richtig cool geworden. Oder jetzt vor ein paar Wochen diese Holztasse, die haben wir auch noch an der Bandsäge ausgesägt. Ja, nicht diese hier. Ich habe ja die Originale habe ich ja verschenken müssen. Das ist der Prototyp dazu. Und ja. Diese ganzen Sachen, diese Videos werde ich euch natürlich dort oben oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Könnt ihr mal drauf schauen. Vielleicht ist da für euch auch was dabei. Heute geht es aber ums Valentinsgeschenk, ein Herz. Und das Schöne daran ist, wer den Gipfelholz-Kanal verfolgt, der weiß, dass ich diese Dateien kostenlos zum Downloaden anbiete, diese Schnittdateien. Und selbst auch dieses Herz werdet ihr wieder auf meiner Homepage finden zum Downloaden für die Leute, die das einfach ausprobieren wollen. Und das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung, den Link auf die Homepage. Also im Prinzip funktioniert diese Technik an allen anderen Sachen auch so, auch bei diesem Herz. Wir fangen an mit einem Holzklotz. Da könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. In diesem Fall ist es hier ein Eichenholzklotz, Ahorn, Fichte oder sonst irgendwas, was ihr halt gerade an jeweiliger Größe da habt. Gut, und dann brauchen wir unsere Datei, die ihr kostenlos downloaden könnt. Ja, diesmal haben wir es ein bisschen anders. Ihr seht es gerade, diese Datei hier. Und zwar, normalerweise haben wir zwei Ansichten, die knicken wir einfach um. Also praktisch so aufs Holz drauf, zack, knicken das Ganze um, kleben das Ganze fest und wir können das Ganze dann sägen. Aber in diesem Fall haben wir noch eine dritte Ansicht. Das heißt, wir werden hier oben eins haben, wir haben hier eins und wir haben hier eins, das wir dann aussägen müssen. Und dieses ausgedruckte die ausgedruckte Datei, die werde ich jetzt erstmal vorbereiten, werde sie einfach mal passend zuschneiden und dann werden wir das Ganze knicken und auf dieses Holz anbringen. Die Grundform haben wir schon mal ausgeschnitten. Jetzt müssen wir diese Ecke einfach auch noch mal rausschneiden, weil wir das ja Ganze um 3 Ecken biegen werden oder kleben werden. Deshalb schneiden wir diese Sachen auch noch hier aus. Praktisch diese Ecke hier oben, die kommt einfach noch weg. Und dann könnt ihr eigentlich dieses Blatt schon mal vorbereiten und vorknicken, ganz leicht vorknicken. So, dann testet ihr das Ganze mal und haltet es einfach mal hin. Und wenn wir jetzt das Ganze schon mal rumgeknickt haben, jetzt nehmen wir einen Sprühkleber, sprühen das Ganze ein und kleben das so passend aufs Holz drauf. Dann sollte das dann einfach so rauskommen. So schaut das Ganze aus. Wir haben jetzt diese Seite, wir haben diese Seite und diese Seite. Jetzt ist es aber sehr, sehr wichtig und zwar die Seitenansicht, da fangt ihr an zu sägen. Also macht euch da einfach mal einen Einser hin. Die obere Ansicht, diese Frontsicht, macht euch einen Zweier hin und bei dem Herz macht euch einen Dreier hin. Das ist wichtig, dass ihr so eigentlich in dieser Reihenfolge sägt, dann tut es euch einfacher. Jetzt noch ein Tipp, das werde ich euch aber nachher auch nochmal sagen beim Sägen. Und zwar fangt ihr ja auf dieser Seite an hier, die Seitenansicht, und sägt von unten, fangt ihr erstmal an, sägt einmal komplett bis hier oben hin und sägt aber nicht komplett hier oben raus, okay? Da lasst ihr mal 1-2 mm einfach stehen.
Dann fangt ihr von der Seite an und sägt es dann praktisch hier runter und lasst dafür da unten dann nochmal kurz einen Millimeter stehen. Und das hat damit zu tun, dass dieses Teil am Schluss besser zusammenhält, weil wir werden 3 Ansichten sägen und das Ding wird ganz schön klapprig und auseinanderfallen. Deshalb ist es wichtig, auch diese 2 Stege stehen zu lassen. Die können wir später ganz einfach mal rausbrechen und dann beziehungsweise dann dieses kleine Millimeterteil einfach absägen, schleifen. Wichtig ist, dass ihr natürlich das Klebeband wieder benutzt und die Seiten immer und alles Mögliche wieder zusammenklebt, so oft wie möglich. Dann habt ihr einfach viel bessere Stabilität dann beim Sägen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an die Bandsäge, legen mit dem los, dann geht es darum und am Schluss wird das Herz ausgesägt und dann bin ich mal gespannt, was am Schluss bei diesem Block hier rauskommt. Ich habe so das Gefühl, dass es heute ein schnelles Video wird. Schauen wir mal. Wir schauen auch mal, wie ich das hier rausgesägt bekomme aus diesem Eichenklotz. Natürlich Eiche ist es nicht ganz so einfach und deshalb würde ich euch definitiv empfehlen, bei Hartholz richtig schön langsam die Bandsäge erstmal richtig einstellen und richtig schön langsam sägen. Wir haben ja hier Ecken drin. Die Ecken sollen natürlich nicht rund werden, das sagt ja schon der Name Ecke. Deshalb müsst ihr dann natürlich ein bisschen aussägen an diesen manchen Stellen und dann wieder einen geraden Schnitt zu machen. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen Übung nehmen und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann macht es vielleicht erstmal Fichte. Das ist viel einfacher zu sägen als diese Eiche hier. Ich bin gespannt. Noch ein Tipp zur Bandsäge. Ich habe hier ein, was habe ich drin, 4 oder 5 mm, ich glaube 4 mm Kurvensägeblatt drin und das kann ich euch natürlich auch empfehlen. Ich werde euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung verlinken, dieses Sägeblatt, was ich jetzt hier verwende, den Sprühkleber, das Bioöl, was wir nachher verwenden werden und, wird natürlich alles unten auffindbar sein zum Anklicken. Und vor allem auch natürlich vergesst die Datei nicht, weil die kriegt ihr natürlich dort auch in der Videobeschreibung kostenlos zum Download. Ich würde sagen, wir schießen los, mein Gehörschutz und dann Bandsäge richtig einstellen und lossägen. Wichtig ist, dass ihr da nicht komplett durchsägt. Ihr seht es jetzt hier, ich habe hier angefangen, bin hier oben, habe dann hier oben gestoppt, habe dann hier angefangen und habe darunter gesägt. Nicht komplett durchsägen, das machen wir dann wahrscheinlich erst nachher, sonst haben wir einfach zu wenig Stabilität. Ich würde jetzt sagen, wir kleben das Ganze jetzt wieder von hier bis hier rüber, kleben wir das Ganze wieder zusammen.
Boah Leute, es ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch anstellt. Das Wichtige ist, dass ihr den ersten Schnitt wirklich nicht komplett durchsägt. Das habt ihr ja gesehen. Da habe ich noch mal ein bisschen stehen lassen, damit ich das Ganze wieder zusammenkleben kann, weil das ist jetzt richtig unstabil mittlerweile, weil wir ja 3 Seiten gesägt haben. Und ich bin jetzt ehrlich gespannt, wirklich super gespannt, was da rauskommt. Wir packen das Ganze jetzt mal aus. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Uiuiuiuiui. Das könnte man doch gar nicht meinen, dass da irgendwas Tolles rauskommt. Aber es ist doch mal gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Natürlich müssen wir es schleifen, das ist schon ganz klar. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn es geschliffen ist. Vielleicht kommt es doch gar nicht mal so schlecht raus. Ich denke mal, wir werden das Ganze jetzt mal schleifen. Ihr habt es gerade gesehen, das Restliche ist unten abgebrochen. Also diese 2 mm, die ich jetzt gerade praktisch hier nicht durchgesägt habe, einfach abgebrochen. Das ist kein Stress. Das wird ja einfach drüber geschliffen. Das ist überhaupt kein Stress. Und ja, also bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Leute, fertig mit Schleifen, aber ich habe ein Experiment gemacht. Und zwar, das Herz ist ja eckig, also eckig. Und auf einer Seite habe ich so ein bisschen rund geschliffen und auf der anderen Seite habe ich es kantig gelassen. Also schon geschliffen. Ich zeige es euch mal und dann werden wir es jetzt gleich mal ölen, wie es am Schluss dann wirklich mit diesem Herz rauskommt. Ja, irgendwie habe ich das Holz da blöd, die Eiche blöd erwischt. Naja, egal. Aber ihr seht es jetzt, hier ist es wirklich ein bisschen kantig gemacht hier. Hier haben wir auch so ein bisschen Kante drin. Man sieht es von der Struktur, sieht man es eigentlich, seht ihr das? Ich glaube, das könnt ihr schon erkennen. Und ja, auf der anderen Seite habe ich das Ganze ein bisschen rund geschliffen, da die Ecken, so hier alles ein bisschen abgerundet, das Ganze. Ich bin jetzt mal gespannt, was euch besser gefällt, ob es das Runde eher besser gefällt oder dann doch das Eckige. Also ich bin mal gespannt, wenn wir es jetzt mal ölen, hauen wir einfach mal Öl drauf. Ach ja, zum Ölen nehme ich natürlich Heliacare Bioöl, kann ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. Das ist ein schöner Handspeichler, denke ich mal, wenn wir das Ganze fertig haben. So, dann hauen wir mal ein bisschen Öl drauf. Ach ja, ich habe auch noch mal eins in Fichte probiert, also ein helles, ein dunkleres aus Eiche und das habe ich komplett eckig lassen. Ihr seht es jetzt gerade, es ist komplett eckig, hat doch auch eigentlich irgendwie was. Schauen wir uns aber noch mal dieses Eichenherz an. Schaut doch mal richtig heiß aus. Die Seite ist komplett eckig geworden. Richtig cool und die Seite ist ja ein bisschen ründlich geschliffen. Also, ich muss aber ehrlich dazu sagen, diese Herzen sind richtig schwer, das Ganze zu sägen. Wenn man denkt, dass man so ein Herz aus so einem Block hier rausbekommt, ist schon richtig gigantisch, dass es auch funktioniert hat. Aber ich muss dazu sagen, das hier zu sägen ist schon noch eine andere Hausnummer, so wie diesen Hirsch mit 2 Seiten einfach nur oder die anderen Sachen, die ich schon gemacht habe, das Rentier, ist wirklich deutlich schwerer, das zu machen. Bin ich mal gespannt, ob ihr das so auf die Reihe bekommt. Hey, die runde Seite ist so ein richtiger Handschmeichler, richtig schön. Da werden sich eure Frauen bestimmt freuen drüber. Leute, ich bin jetzt mal gespannt. Und zwar, wer traut sich das Ganze zu, dieses Herz an der Bandsäge auszusägen und probiert das Ganze mal. Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ebenso natürlich, wie ihr dann praktisch das Herz hier so findet. Natürlich bekommt ihr auch diese Dateien wieder bei mir auf der Homepage kostenlos zum Download zur Verfügung. Ich werde den Link unten in die Videobeschreibung reinpacken und dann könnt ihr euch diese Datei runterladen und ihr könnt die Größe wählen, wie ihr wollt. Ihr könntet theoretisch so ein Herz machen, wenn ihr natürlich die passende Bandsäge dazu habt.
Eins muss ich ehrlich zugeben, es ist nicht ganz so einfach mit diesen 3 Seiten zu sägen. Also man muss dort schon diese Reihenfolge einhalten, immer wieder gut zusammenkleben, damit es nicht auseinanderfällt und dann funktioniert es auch. Ich habe mir jetzt beim ersten Prototyp habe ich mir auch ein bisschen schwer getan und es hat, naja, nicht ganz so gut funktioniert und ich musste sehr viel schleifen. Der zweite, das Eiche und das dritte hat dann wirklich super funktioniert, wenn man einmal raus hat, wie das Ganze funktioniert. Aber Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese Sägetechnik an der Bandsäge mit diesem Herz. Und vor allem hoffentlich gefällt's euren Liebsten. Denn ich finde es immer schöner, irgendwas selber gemachtes zu verschenken, als irgendwo in den Laden zu gehen und mal schnell irgendwas zu kaufen. Oder wie seht ihr das? So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht mehr, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Bandsägen, Herzgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.